Wir sind Jessie und Roberto und nun schon ein Jahr in unserem Van Jimmy unterwegs. Seit November erkunden wir die Türkei, also wird es leider langsam Zeit für uns weiterzuziehen. Wir tauchen ein letztes Mal in die Kultur ein und das Land verabschiedet sich mit großen Gefühlen, als wir wieder einmal von der Herzlichkeit der Menschen überwältigt werden. Keine Ahnung, ich weiß gar nicht mehr, was ich sagen soll. Es ist so unglaublich. Es ist ein Abschied, der uns schwerfällt. Willkommen zu diesem neuen Vlog. Wir befinden uns wieder einiges westlicher und ratet mal wo? Wir sind in Istanbul. Als wir in die Türkei eingereist sind, war Istanbul der erste Punkt, wo wir so ein bisschen mehr in die Kultur eingetaucht sind. Jetzt sind wir wieder hier, allerdings nicht im europäischen Teil wie damals, sondern im asiatischen Teil. Genauer gesagt in Kadıköy. Und Kadıköy lebt vor allem von Cafés, Restaurants und der jungen Bevölkerung hier. Denn hier sind viele Studenten auch. Und ja, man sieht, das lebt richtig davon. Jetzt gerade ist es noch ein bisschen leer, denn es ist noch früh, aber im Laufe des Tages wird sich das sicher noch füllen. Und wir gehen jetzt noch zum Markt, denn den gibt es hier auch. Wir möchten uns noch mit Oregano eindecken. Jetzt muss ich mal schauen, wie das heißt auf Türkisch. Und ich glaube, hier könnten wir fündig werden. Beim Rausgehen habe ich noch gesehen, dass sie Chiasamen haben und hier sind sie viel günstiger, also nehmen wir die auch noch mit. In diesen Märkten finden wir eigentlich fast immer etwas und ja, wir finden es einfach toll, dass es für uns halt relativ günstig ist, aber die Qualität hat sich bisher immer bewährt. Also wir sind sehr zufrieden mit den Basaren hier. Teşekkürler. Teşekkürler. Afiyet olsun. Hoşça kal. Wir sind jetzt fast seit 3 Monaten in der Türkei und ich hatte immer noch nicht diesen Mais, also war es jetzt wirklich Zeit. Ah, riecht schon so lecker. Boah, ist der gut. Ich hätte eine größere Portion nehmen sollen. Wanna be free of this heart, yeah. Wanna feel your arms around me. I need you more, need you here, more than I would like to admit. Let's forget about tomorrow.
Kadıköy hat auch einen Hafen und von hier aus fahren die Fähren verschiedene Punkte am Bosporus an, auch auf der europäischen Seite. Und für uns besonders schön ist natürlich, dass man hier hinten auch die Hagia Sophia und die blaue Moschee von hier aus sieht. Das weckt natürlich schöne Erinnerungen. Aber es ist auch richtig kalt, denn der Wind ist ziemlich stark drum. Ja. You never break, you never lie, you never ever scared of the dark. So why am I the one who cries? I'm so afraid to be left behind. I think about you a lot. It's almost like I can't stop. Can't stop. Yeah, yeah. You never lose an argument. So I've been trying. Wow, ist das frisch. Ich glaube, jetzt gibt es als allererstes einen Chai. Can't stop. Yeah, yeah. I always knew that this would happen. Yeah. You would find a new distraction. Need you more, need you here, more than I would like to admit. Can we let go of tomorrow? Yeah. You never break. Wir sind richtig froh, hier den asiatischen Teil von Istanbul gesehen zu haben, obwohl mir persönlich der europäische Teil besser gefällt. Er ist zwar touristischer, aber irgendwie halt auch, ja, ich will nicht sagen authentisch, aber von der Geschichte her interessanter. Hier sieht man das richtige Leben, es sind fast keine Touristen hier. Und ja, aber weshalb wir hier wieder nach Istanbul gefahren sind, das erzählen wir euch gleich beim Chai. Ja, ihr habt recht. Es ist kein echter türkischer Chai, aber wenn wir um diese Zeit Chai trinken würden, dann würden wir heute Nacht gar nicht mehr schlafen. Von dem her, jetzt gibt es Früchte und Pfefferminztee. Ja, es ist kein echter Chai, aber mir schmeckt es und vor allem es wärmt von innen. Das ist richtig schön. Ja, die Türkei hat uns bis jetzt richtig fasziniert. Also wir sind komplett überwältigt. Ja. Von der Natur, von den Menschen, von allem eigentlich, was wir hier erlebt haben. Ich glaube, das haben wir schon ein paar Mal in den Videos erwähnt, aber Vielleicht. Es ist tatsächlich so. Also man sollte die Sachen auch so sagen, wenn sie so sind. Also, Ja. Ja. Leider ist aber auch unser Visum nur 3 Monate lang gültig. Genau. Weshalb wir das Land langsam verlassen müssen. Und ja, wo es hingeht. Ja, für dieses Jahr haben wir auf jeden Fall so einen groben Plan. Man soll ja immer eine ungefähre Richtung vor sich haben. Ob das klappt, ja. Wir haben es ja letztes Mal schon gesagt, man weiß es nicht. Es ist alles irgendwie so Schwierig zu planen. Ja. Aber irgendwie planlos durchs Leben zu gehen, ist auch keine Lösung. Ja, Zumindest für uns nicht. Ja. Aber auf jeden Fall, ja, wir sehen es dann einfach, wo es dann hingeht. Auf jeden Fall, heute sind wir noch in Asien und morgen möchten wir dann schon auf die europäische Seite rüber. Ist ja nicht weit und ja, dann sehen wir halt. Und ihr seht es ja auch. Tag 3 in Istanbul. Ein Tag mehr, als wir geplant hatten, aber wir haben einen guten Grund dafür, denn wir waren gestern noch in einer Autostraße oder so nennen wir es, denn hier ist es meistens so, dass in einer Straße gefühlt 50 Autohändler sind oder Werkstätten und da findet man einfach alles. Und wenn man es im ersten Laden nicht findet, dann helfen sie einem, in einem anderen Laden alles zu finden. So war es auch hier. Gestern haben wir so unsere Dichtungen gefunden, die wir hier erneuern wollen am Van. Und die waren so lieb, sie meinten, wir sollen doch heute noch mal vorbeikommen und sie setzen sie uns gleich ein. Also ja, drum sind wir gleich wieder hier.
Da vorne ist auch schon die Werkstatt und ja, wir freuen uns. Ich helfe Ihnen natürlich auch, das Ganze zu montieren, denn er hat uns jetzt gerade gesagt, er will überhaupt kein Geld von uns und irgendwie, wir können Sie da nicht einfach machen lassen, ohne da was zu geben. Also versuchen wir irgendwie hilfreich zu sein und ja, wir sind mal wieder komplett erstaunt von der Freundlichkeit und von allem. Also, und das Lustige ist, er spricht kein Englisch, wir sprechen kein Türkisch, aber irgendwie versteht man sich immer. Mit Händen und Füßen, das geht immer. Ja. Das sieht aber auch ziemlich rostig aus. Ein wenig, ja. Zwischendurch muss noch ein Auto aus der Garage verschoben werden und da helfen wir natürlich mit. Halt mit Stoßen, das Auto fährt gerade nicht. Ja, und Tee gibt es natürlich auch gleich noch dazu. Also Chai. Baby? Ja? Baby. Vorhin hat es zwischendurch geschneit, aber das jetzt ist, glaube ich, schon Hagel, ich weiß es nicht. Und die Sonne Aber scheint. die Sonne scheint gleichzeitig, es ist total schräg, das Wetter. So, wir drehen jetzt das Auto, damit wir die Fahrerseite hier haben und dort die Dichtung machen können. İş olanağı İtalya'da çok yüksek. Arabistan'da da çok. Suriye, Ürdün, Irak, Bahreyn, Dubai, Yemen. Demin resmini gösterdiğim kıza söyle, benim torunlarımdı. Türkiye. Wir sind noch immer bei der Werkstatt von Ayhan und ja, er hat jetzt gesehen, dass da beim Fußtritt Rost ist und ja, jetzt machen die das einfach auch noch kurz. Also falls ihr irgendwann mal hier in Istanbul seid und irgendetwas für das Fahrzeug benötigt, hier bei Ayhan, das ist der Herr hier, Ayhan. Er ist der Chef und ja, er ist so herzlich und hilfsbereit, also ja. Das ist die Werkstatt hier oben. Was sie alles für uns machen wieder. Die sehen, irgendetwas ist kaputt oder nicht ganz und die nehmen es einfach raus und reparieren es. Ist ein bisschen unwohl, so. Ja. Dann wollen sie überhaupt nichts dafür. Also keine Ahnung. Irgendetwas müssen wir ihnen noch geben. Und wir kommen hier nicht mehr weg. Die sind, keine Ahnung, ich weiß gar nicht mehr, was ich sagen soll. Es ist so unglaublich. Wir wollten gerade losfahren, dann fällt ihm noch ein, dass er einfach unsere Flüssigkeiten noch Ja, dann checkt. kontrolliert er noch das Öl und die Bremsflüssigkeit und hat uns noch den Scheinwerfer noch poliert, weil er so dreckig war. Wir wollten eigentlich nur kurz eine Dichtung kaufen und die haben uns den Van erneuert.
Naja, aber jetzt müssen wir wirklich weitergehen, denn heute müssen wir noch ziemlich viel fahren. Brother. Next time here in Istanbul, we will come here and eat Ayhan. Inte geleceğim bana. Okay. Okay. Teşekkürler. Ben teşekkür ederim. Thank you. Wir haben es doch noch weggeschafft. Wir sind, was waren wir, über 2 Stunden da? Aber umso größer ist die Freude, denn ja, auch wenn wir es schon 100-mal gesagt haben, ich möchte es gerne nochmal sagen, die Freundlichkeit und die Hilfsbereitschaft, die uns hier entgegengebracht wird, ist einfach so unglaublich. Und gerade Ayhan und Samet, vielen, vielen Dank. Teşekkür ederim für eure Hilfe. Und ja, wir sind immer noch so begeistert, so ja, sprachlos. Für uns geht es jetzt aber weiter. Wir sind schon fast aus Istanbul raus und jetzt geht es Richtung Grenze. Schreibt doch unten in die Kommentare rein, was ihr denkt, welche Grenze wir ansteuern. Wir sind in Edirne angekommen. Die Dichtungen haben sich bereits bewährt, also auf der Autobahn ist es schon viel ruhiger als vorher. Und ja, wir werden heute hier die Nacht verbringen und morgen werden wir die Stadt besichtigen. Aber ja, heute gemütlich, denn es war bis jetzt ein langer Tag. Guten Morgen. Morgen. Ja, wie gestern bereits erwähnt, werden wir uns heute die Stadt Edirne anschauen. Jim ist da hinten geparkt, denn der bleibt heute hier. Und ja, wir machen uns zu Fuß in die City. Ja. Eigentlich war ja die Stadt sowieso nicht geplant, also der Besuch der Stadt, aber ja, es gibt wohl doch einiges zu sehen und es liegt auf unserer Route, also schieben wir das doch gerne ein. I'm gonna let the sun shine in the day. Edirne ist die westlichste Großstadt der Türkei und befindet sich im Dreiländereck von Griechenland, Bulgarien und eben der Türkei. Und es war sogar während des Osmanischen Reichs eine Zeit lang die Hauptstadt. Und das ist wohl auch ein Grund, wieso hier so viele osmanische Bauten vorhanden sind. So auch die Moscheen. Und wir sehen uns jetzt eine an, die Selimiye-Moschee. Das ist nicht die hier hinten, sondern da vorne. Also los geht's. The sound of people talking, the wind blowing in the trees. Oh, I will open up my eyes so I can see the light. Oh, and I'll try to spread my wings so I can fly. Oh, and the darkness starts to fade. Feels like things are gonna go my way. I'm gonna let the sun shine in the day. I'm gonna let the past be filled with smoke. Wow, also von draußen sieht die Moschee schon richtig schön aus. Ich freue mich jetzt schon reinzugehen, denn das Bauwerk gilt als Höhepunkt der osmanischen Architektur. Also es ist sicher drinnen auch noch mal so schön. I'm gonna let the past stay in the cold. I will listen to the ocean, let its unsaid words be spoken, and I'll let my mind be carried by the waves. Oh, I will open up my eyes so I can see the light. Oh, and I'll try to spread my wings so I can fly. Oh, and the darkness starts to fade. Feels like things are gonna go my way. I'm gonna let the sun shine in the day. Heute aber auch noch erledigen, und zwar müssen wir den PCR-Test machen, damit wir morgen in die EU einreisen können. Und hier ist gleich in der Nähe des Zentrums ein Spital, wo wir das hoffentlich machen können. Thank you.
Das war wieder mal unangenehm, aber naja, muss auch sein. Wir müssen jetzt 3 Stunden auf das Testergebnis warten und es dann hier abholen. Bis dahin schauen wir uns noch ein bisschen mehr von der Stadt an. Close your eyes, hear the voice within calling. This heavy load got under your skin. All in, you got the wide. Man sieht oftmals im Erdgeschoss moderne Läden und oben drüber sind halb zerfallene Holzhäuser. Und das sind eben die Bauten, die noch aus dem Osmanischen Reich stammen. And now, to really live, you gotta die. Breathe in, breathe out. Hey, come alive. Breathe in. Die 3 Stunden Wartezeit sind um, also gehen wir jetzt wieder ins Spital und hoffen, dass unsere Testresultate da sind. Wir haben die Resultate erhalten. Wir sind nicht sehr überrascht, dass wir negativ sind, aber trotzdem erleichtert. So, jetzt geht's an den Schlafplatz, denn wir verbringen noch eine letzte Nacht hier. So, zurück beim Van und ja, Edirne. war ganz okay. Also ich glaube, wir sind froh, dass wir jetzt das mitgenommen haben, aber ja, nachdem wir jetzt schon fast 3 Monate hier in der Türkei sind, ja, ich glaube, es ist spannender, wenn man halt in die Türkei reinfährt und das als erstes sieht. Ja, Aber okay. so der Osten oder der östlichere Teil ist halt doch schon nochmal so lebendiger, dynamischer und ja. Ah ja, aber es ist halt anders. Es ist okay. Ja. Wir gehen jetzt rein. Wir gehen jetzt rein, kochen noch was und ja, morgen haben wir noch 2 Sachen, die wir noch erledigen müssen, bevor wir die Grenze überqueren. Ja. Und ja, dann sehen wir uns dann wieder. Es ist der Tag unserer Abreise. Heute reisen wir aus der Türkei aus. Es war eine sehr kalte Nacht, die Scheiben waren wieder mal gefroren, aber ja, wir fahren jetzt los, denn wir müssen noch tanken, was war noch, Auto waschen und dazwischen möchten wir noch einkaufen gehen, denn es gibt ein paar Dinge, die wir ganz schön vermissen werden, wenn wir aus der Türkei raus sind. Also müssen wir ein bisschen Vorräte einkaufen. One for the resting, for the adjusting, one for the tired hands, one for the let. Während unserer Zeit hier war auch ziemlich eindrücklich zu sehen, wie sich die Dieselpreise verändern. Als wir eingereist sind, war der Diesel bei etwa 7 Lire etwas und jetzt sind wir bei über 14. Also der Preis hat sich verdoppelt in nicht einmal 3 Monaten. Das ist natürlich schon ganz schön heftig, vor allem für die Leute hier, denn wenn man es umrechnet auf Euro, sind wir von etwa 76 Cent auf 89 Cent gestiegen. Also es ist schon teurer, aber bei weitem nicht das Doppelte. Also von dem her, ja, es ist schon ziemlich heftig, das so zu beobachten. So, und ich glaube, Roberto hat jetzt auch schon gezahlt. Er kommt wieder rein. Wie sieht's aus? Können wir weiterfahren? Wir können weiterfahren, Sehr gut. aber wir können nicht das Auto waschen, denn der Herr hat mir jetzt gerade erklärt, es ist alles eingefroren. Also man sieht, es ist alles abgesperrt. Ja, von dem her verschieben wir Dabei das. hätte es Jimmy nötig. Ja. Naja. Na gut, dann gehen wir jetzt einkaufen. Genau. You're still my favorite queen of the night, my friend. Let's drive off again. Let's drive off again. Während Jessie jetzt kurz einkaufen geht, warte ich hier im Fahrzeug, denn erstens stehe ich mal in 2. Reihe und zweitens bereite ich noch die Pässe vor und alle Papiere, die wir brauchen für den Zoll, ja, damit wir nachher gleich loslegen können. Alles bekommen. Alles da? Ja, ich tue es nur kurz rein und dann können wir los. Los. You're still my favorite queen of the night, my friend. Let's drive off again. Let's drive off again. Let us where we fall. Once know what's right, my friend. Let's ride through the night. Let's ride through the night. Ja, die türkische Grenze haben wir jetzt passiert. Ging sehr schnell. Ja. Keine 5 Minuten, also kein Verkehr und nichts. Die Ausreise ist wirklich sehr einfach. Ja. Jetzt stehen wir eigentlich zwischen den beiden Grenzen.
Ja, wir beenden aber hier das Video. Wenn ihr sehen möchtet, wie es weitergeht, dann abonniert doch bitte den Kanal, wir würden uns freuen. Aktiviert die Glocke, dann kriegt ihr auch eine Benachrichtigung. Dann seht ihr auch, wohin es weitergeht. Ja, und ich würde sagen, Wir sehen uns beim nächsten Mal. bis dann. Bis dann.